Willst du nachweisen können, dass du Deutsch auf B2-Niveau beherrschst? Oder vielleicht willst du es einfach dir selbst beweisen? Dann solltest du unbedingt weiterschauen, um die Prüfung besser kennenzulernen und von meinen besten Tipps zu erfahren. Bist du bereit? Wie kann man feststellen, ob man für die B2-Prüfung bereit ist? Hier sind einige Anzeichen, die ich immer wieder bei meinen Schülern merke. Erstens, Verständnis von komplexen Texten. Du kannst sowohl schriftliche als auch gesprochene Texte verstehen, auch wenn sie anspruchsvolle Themen behandeln. Du musst auf gar keinen Fall alle Wörter verstehen. Aber du kannst einen Text grob zusammenfassen und erkennen, ob der Autor bzw. der Sprecher dem Thema positiv oder negativ gegenübersteht. Zweitens, flüssige Kommunikation. Du bist in der Lage, dich spontan und flüssig auszudrücken, ohne zu viel nach Worten suchen zu müssen. Wenn du ein Wort vergisst, kannst du deine Gedanken umformulieren, um deinen Punkt rüberzubringen. Wenn du deinen Gesprächspartner nicht verstehst, kannst du das lösen, indem du Fragen stellst. Das machst du auch, ohne dass das Gespräch darunter leidet. Drittens, effektive Argumentation. Du kannst deine Meinung zu aktuellen Themen klar ausdrücken und Vor- und Nachteile diskutieren. Das kannst du auch live machen mit nur wenig Vorbereitungszeit. Viertens, breites Vokabular. Du kennst genug Wörter und Redewendungen, um verschiedene Themen abzudecken. Im Alltag fehlen dir keine Wörter, aber bei der Arbeit, beim Arzt oder bei einer Behörde musst du einige Wörter nachschauen. Und zu guter Letzt Wohlgefühl. Wenn du regelmäßig Deutsch liest, sprichst und schreibst und du dich in Alltagssituationen ziemlich wohlfühlst, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass du auf dem richtigen Weg bist, um die B2-Prüfung zu bestehen. Wenn du noch weit von diesen Zielen entfernt bist, dann keine Sorge. Am Ende des Videos gebe ich dir meine besten Tipps, um dich bestmöglich auf die B2-Prüfung vorzubereiten. Aber zuerst schauen wir uns die Prüfung selbst an. Das Goethe-Zertifikat B2 besteht aus 4 Teilen: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Man braucht in jedem Teil mindestens 60%, um zu bestehen. Das heißt, wenn du 100% im Lesen, Hören und Schreiben bekommst, dann reicht es trotzdem nicht aus, wenn du zum Beispiel 50% oder sogar 59% beim Sprechen bekommst. Deshalb sollte man sich auf jeden Fall auf seine Schwäche konzentrieren. Falls das aber nicht reicht, kann man auch einen einzelnen Teil wiederholen. Wenn man dann alle 4 Teile innerhalb eines Jahres besteht, dann bekommt man ein gesamtes Zertifikat. Lesen. Für diesen Teil hast du 65 Minuten, um 30 Fragen zu beantworten. Du musst Einstellungen, Informationen, Anweisungen, Standpunkte und Regeln verstehen können. Um dafür zu üben, sollte man Zeitungen, Zeitschriften, Forumsbeiträge sowie Regelungen, beispielsweise von Universitäten, lesen. Hören. Für das Hören hast du dann 45 Minuten, um 30 Fragen zu beantworten. Diese Fragen sind alle entweder richtig falsch oder Multiple-Choice-Fragen.
Um dafür zu üben, empfehle ich Nachrichtenpodcasts und Radio anzuhören. Interviews, insbesondere mit mehreren Personen, sind besonders hilfreich. Schreiben. Jetzt kommen wir zum Schreiben. Hierfür hat man 65 Minuten, um 2 Texte zu schreiben. Zum einen ein Forumsbeitrag und zum anderen eine Nachricht. Bei der Nachricht muss man entweder einen Brief oder eine E-Mail schreiben. Hier ist es wichtig, die richtige Anrede sowie einen passenden Gruß zu kennen. Schreibe mir in die Kommentare, falls dir das schwerfällt. Dazu könnte ich ein zusätzliches Video machen. Sprechen. Dieser Teil dauert insgesamt 30 Minuten. Man hat 15 Minuten, um sich vorzubereiten und 15 Minuten, um selbst zu sprechen und eben der anderen Person zuzuhören. Du wirst einen kurzen Vortrag halten und dazu Fragen beantworten. Davor oder danach wird die andere Person ihren Vortrag halten. Und dazu wirst du auch Fragen stellen. Dann hältst du eine Diskussion mit der anderen Person. Hier ist es wichtig, schnell denken zu können und zu wissen, wann man siezen und wann man duzen sollte. Wenn du einen Fehler machen solltest, aber das, was du gesagt hast, trotzdem verständlich ist, dann lass es so stehen. Es ist normal, Fehler zu machen. Du musst dich nur korrigieren, wenn es inhaltlich falsch oder komplett unverständlich war. Meine Geheimtipps. Nun kommen wir zu den Vorbereitungstipps. Hier sind einige praktische Tipps, die dir helfen können, dich optimal auf die B2-Prüfung vorzubereiten. Nummer 1. Regelmäßiges Üben. Die B2-Prüfung setzt sich aus Leseverständnis, Hörverständnis sowie mündlicher und schriftlicher Produktion zusammen. Du solltest also in jedem dieser Bereiche üben. Setze dich regelmäßig mit der Sprache auseinander. Lies deutsche Bücher, schaue Filme und höre Podcasts, um dein Sprachgefühl zu verbessern. Schreib Aufsätze zu verschiedenen Themen, um deine schriftlichen Fähigkeiten zu stärken. Achte auf Grammatik, Stil und Struktur. Lerne dabei deine häufigsten Fehlerquellen, um bei der Prüfung darauf achten zu können. Lies deine Texte vor, sprich deine Lieblingspodcasts nach und übe Zungenbrecher, um deine Aussprache und dein Selbstbewusstsein beim Sprechen zu trainieren. Sprich mit dir selbst. Rede einfach über deinen Tag oder über deine Meinung zum Film, den du gestern geschaut hast, etc. Achte darauf, dass du nicht nur einfache Sätze sagst, sondern auch komplexere Strukturen verwendest. Nummer 2. Musterprüfungen. Arbeite mit Musterprüfungen, um mit dem Prüfungsformat vertraut zu werden. Das hilft dir, die Zeit gut einzuteilen und Prüfungsangst abzubauen. Wie ich das persönlich mache, beschreibe ich in diesem Video. Nummer 3. Kurse und Workshops. Besucht vorbereitende Kurse oder Workshops, die speziell auf die Goethe B2-Prüfung ausgerichtet sind. Professionelle Unterstützung kann sehr hilfreich sein. Ich empfehle auch gerne Einzelunterricht, da die Lehrerin dir dabei helfen kann, deine besonderen Fehlerquellen zu identifizieren und Strategien zu entwickeln. In der Infobox findest du die ganzen Infos zum Unterricht mit mir. Nummer 4. Nimm den Tag der Prüfung ernst, aber nicht zu ernst. Und schließlich ein paar Tipps für den Tag der Prüfung. Sei gut vorbereitet. Schaue wirklich, dass du alles hast, was du brauchen könntest. Versuche auch lieber zu früh als zu spät zu sein. Dann entspanne dich. Übe Atemtechniken im Vorhinein,
um bereit für die Angst zu sein. Iss etwas Leichtes am Morgen, sodass du genug Energie hast, aber nicht zu voll bist. Denk daran, dass du nichts zu verlieren hast und dass du mit einer positiven Einstellung die beste Leistung erbringen kannst. Also, zusammengefasst, die Goethe B2-Prüfung prüft deine Fähigkeiten in Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Wenn du dich in diesen Bereichen sicher fühlst und regelmäßig übst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Die Vorbereitung erfordert Zeit und einen Plan, aber mit den richtigen Materialien und viel Übung kannst auch du die Prüfung erfolgreich bestehen. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!